You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Und Leute, dann willkommen zurück zu einer neuen Folge Vampyr. Wir stehen hier vor Darius Petrescos Haus und haben jetzt letzte Folge etwas über ihn erfahren und jetzt gucken wir, ob er uns reinlässt. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Bandstufe 2 würde ich, sonst hätten wir uns auch wieder rein manipulieren können. Wie bei dem Harry. Okay. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Okay. Ich würde sagen, wir reden mit ihm nochmal kurz, aber erst wieder Bude ausräumen. Gibt's hier noch was? Die zeitliche Figur des Vulkolakas. Wenn ich meine zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich an die Insel Santorin. Herodot persönlich beschreibt die Insel in seinem vierten Buch in seinem vierten Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Noch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten sollen hier leben. Das heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd oder der Jagd auf Vulkolakas, wie sie hier genannt werden. Aha. Laut der örtlichen Mythen sind Vulkolakas tote Personen, die nicht verwesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten. Ja. Solange sie frisches Blut trinken. Sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Kulova schlägt sie in die Flucht. Die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln. Können wir das auch? Was mich am meisten überrascht war, dass von Mittelmeer bis Balkan mit kleinen Abweichungen überall derselbe Name für sie verwendet wird. Die Griechen sagen Vulkolakas, die Bulgaren Makedonier Vorkalak, Gott, ich lerne die Fremdsprache noch. Oder Varkolak. Ist nicht dasselbe geschrieben, nur anders, ist es nicht dasselbe, nur anders geschrieben. Und die Serben sagen Vukodlak. Ja, Vukodlak. Klingt fast wie die uns wohl bekannte Bezeichnung für Vulkot. Was ist ein Vulkot? Meine lieben Brüder, ein Schauer läuft mir über den Rücken, wenn ich... bezeichnet wie die uns wohl bekannte Bezeichnung für Vulkot. Hat es Vulkot geschrieben oder was? Meine lieben Brüder, ein Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese wenigen Worte schreibe. Ich glaube fast daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Geil, wir treffen die Michelsons. Vielleicht sind sie das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott will, kehre ich eines Tages nach Santorin zurück und finde die Spuren dieser verzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Usha Taltree, Primus von St. Paulus. Okay.
Die Ursprünge der Vampire, das haben wir ersten Dings da gefunden. Also, ihr wisst, Leute, ich bin ein riesiger Vampire Diaries Fan. Das heißt, wenn ihr irgendwie Anspielung auf irgendwas kommt, It's locked, all right. ist verschlossen, dann sage ich, oder dann bin ich wieder sofort Vampire Diaries affin, weil ich liebe diese Serie und Urvampir ist halt nur darauf. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Okay. Hat ein Bronchitis, hat Level 2 zum Bannen. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reid. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Okay. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reid. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Das ist ein Hinweis. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Gut. Was kann ich Tell me. I do not believe. Gut. Goodbye, Mr. Dann ab zu Mrs. Crane. Oder Schwester Crane, Entschuldigung. Oh je, hier sind die Kranken. Ich weiß es nicht so ganz. Aber früher oder später, sagen wir es so, hier pennt sie wahrscheinlich. Früher oder später sind die sowieso alle tot, wenn wir den liebe Mr. Crane
irgendwann den Garaus machen. Razvan, can you hear my voice? Moin, Crane. Ich bin nur gerade I beschäftigt. need help. Ja. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Ich bin kein Arzt. Leute, das ich wissen sollte. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Ich muss an Luftröhren, ich habe irgendwelche Betäubungsmittel, Luftröhrenschnitt. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Ich dachte, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es ist bestimmt nicht gut, wenn wir so in einem Menschen rumschneiden als Vampir mit dem vielen Blut, oder? Ist mir relativ egal, wir saugen sowieso alle aus, aber trotzdem. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Oh. Are you all right, Doctor? I can't see. Lass mich das alleine beenden. Ich mach das ganz schmerzlos. Nee. Den retten wir. First, suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Epinephrine, Epinephrine. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ich hätte mir mal die Maske abgezogen, dann wäre, ne? Hätte vielleicht besser atmen können. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reid. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Okay. Also er ist tot, ja, ist schade um ihn, aber okay. To what do I owe this courtesy? Schwester Crane, wir müssen I reden. suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reid?
Sie können so nicht weitermachen. Ich bin hier, um die Erpressung zu beenden. Das ist illegal. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Naja, nicht so richtig. Ich sehe aber, sie kündigen, in den Bann ziehen, sie werden die Angelegenheit vergessen, aussagen, ich beende das hier und jetzt. Ich weiß nicht, habe ich alles über sie erfahren? Warte mal. Ich kann nicht raus. Schade. Wenn ich jetzt sage, ich würde sie verschonen, kann ich sie dann später aussaugen? Nein, ich saug die jetzt aus. Das ist unsere Gelegenheit, sie auszusaugen. Also, let's go. Unser erster Bewohner. Ach, schön. Nurse Crane, there is no question that the work you've done here is extraordinary. But this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Es können neue Bürger getötet werden. Bannstufe erhöht. Kleiner Schlüssel. Erstattet Lady Ashbury Bericht. Okay, machen wir gleich. It's locked, all right. Hier. Aha. Untersuchungsgutschein. Aha, okay, das ist dasselbe. Gut, Dr. Crane ist tot. Und hier sind Vampyr-Jäger. Oh, this one stinks already. Die haben die alle hier getötet, oder wie? Warum? Ah. Gentlemen. Dachte ich. Oh.
frage jetzt, was ich mich frage, ist jetzt quasi einmal, dieser Bezirk, Dorothy Crane ist ja, Anzeigefehler, ist die Stütze gewesen, sie haben wir ausgesaugt. Was passiert jetzt mit diesem Bezirk? Der geht jetzt wahrscheinlich den Bach runter. Wir haben noch 2 unbekannte Personen. Und der Bezirk geht wahrscheinlich den Bach runter. Wir haben ja noch ein bisschen Erschöpfung. Also ich würde quasi wirklich so mal anfangen, dann so eine in Anführungszeichen Grundreinigung zu machen. Was ich kann, vielleicht hier Harry Peterson. Benjamin Palmer, da dauert es so ein bisschen, weil den müssen wir erstmal ein bisschen heilen. Albert Palmer könnten wir auch sagen. Aber da haben wir noch nichts gegen gefunden. Camilla geht nicht. Darius Petresco könnten wir jetzt auch sagen, wenn wir ihn heilen. Richard Nithicott geht auch noch nicht. Kerrigan Bates, den sauge ich aus, sobald ich den kann. Obwohl, sagen wir mal ganz ehrlich. Wo ist denn der liebe Kerrigan Bates? Da ist er doch. Ich würde sagen, er holt sich. Er ist gesund. Mr. Bates. Evening, Mr. Doctor. Bates. Kommen Sie mal mit. Mal mit mir. Da hinten ist eine wunderschöne neue Mietwohnung, die ich Ihnen zeigen will. Da wird bestimmt super, werden Sie bestimmt super gutes Geld für finden. Ja, kommen Sie. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Kann ich verstehen. 7000 AP, wir haben eine Menge Zeug. Wir gehen jetzt zurück zum Krankenhaus. Ich liebe die Musik, die immer so spielt hier. Die Musik, ganz ehrlich, der Soundtrack in diesem Spiel ist sowas von gut geschrieben. Ja. Und dann werden wir sehen, wo das Ganze. Wir haben jetzt 2 Leute auf einmal ausgesaugt. Also ich glaube, dieser Bezirk wird sehr stark darunter leiden. Aber wirklich sehr stark. Die Stütze verloren, plus, okay, ich glaube, den Typen wird niemand vermissen. Also schätze ich mal. Aber ansonsten, jo. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Ja. Ach Mann. So Leute. Also, hat etwas länger gedauert. Die waren Level 14. Gut, es ging. Alter, was für ein Massaker wir angerichtet haben. So. Wir wollten zurück zum Pembroke Hospital gehen. Wow. Den Skull lasse ich jetzt in Ruhe. So. Der Bezirk ist gesund. Ich würde sagen, wir gucken erstmal nach, was wir machen können. Behandlung gegen Kopfschmerzen, Rezept unbekannt. Ich habe 2-mal Behandlung gegen Kopfschmerzen, okay. Ich würde gerne etwas gegen Bronchitis herstellen für Darius. Dagegen etwas, dagegen etwas, dagegen etwas. Okay, dann würde ich gerne einmal leveln, weil wir können jetzt sehr viel leveln, habe ich das Gefühl. Also, was machen wir? Ich würde sagen, eine ultimative Fähigkeit würde ich wirklich gerne machen. Wie viel brauchen wir dafür? So eine 1000. Also 1000 müssen wir uns aufsparen. Ich würde gerne
einmal Durchhaltevermögen, erhöht die Ausdauer. Das würde ich gerne mal machen. Nee, Quatsch, ich würde gerne, großer Durst. Ich würde gerne einmal hier rauf gehen mit mehr Blut. Kapazität. Dann mehr Blut aufnehmen. Am besten mal 2. So. Mehr Ausdauer gerne. Schnelle Regeneration ist auch nicht verkehrt. Nochmal einer dazu. Was heißt das? Was wir Sprung machen? Eine kürzere Abklingzeit. Das könnten wir eigentlich machen. Ich mag den Sprung sehr, sehr gerne. Das hier wird wahrscheinlich eine stärkere Barriere machen. Ja? Zwei Treffer, genau. 1300, das können wir eigentlich auch machen. Irgendwie eine andere Fähigkeit noch jetzt dazu machen, würde ich eigentlich nicht sagen. Außer vielleicht hier Schattennebel, damit wir noch was anderes haben, weil dass wir halt quasi was haben gegen die Leute, die resistent gegen Blut sind. Das könnten wir eigentlich machen, einfach mal aus Testzwecken. Und eine Ultimative jetzt. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Blutkessel, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und deinem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Das mag ich irgendwie gar nicht. Abgrund, du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels, die lebendig werden. Deine Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Das ist jetzt quasi so eine Person dann Damage machen. Ich würde Wut sagen, weil Wut klingt so... Du kannst alles, zack, 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 quasi. Du verlierst dann die Kontrolle und fesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in der Nähe und greift sie mutig an. Also das kann man hochtreiben bis auf 600 Schaden nur. Ja. Kostet dann halt aber auch 6000 EP, ne? Gut, wenn man mal einen Bürger aussagt, dann hat man das auch wieder. So 2 Bürger. Also eine Ultimative. Gib ihm. Wir sind Level 15, wir können immer noch was upgraden. Da würde ich sagen Autophagie, weil heilen ist wichtig. Gut, jetzt haben wir das geschafft. Also zack. Was passiert jetzt? Wir haben jetzt Dorothy Crane getötet und wir haben... So, wichtige Ereignisse im Bezirk. In jeder Nacht beeinflusst deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Okay. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Ich habe 2 genommen. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk im Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Verständlich. Kampf gegen den Anstieg der Kriminalität. Ein weiterer Beweis für die in London lauernde Gewalt und Gefahr. Eine junge Krankenschwester, Miss Dorothy Crane, wurde gestern Morgen in einer anscheinend illegalen Apotheke tot aufgefunden. Die Einrichtung wurde von den Kranken der Gegend manchmal aufgesucht, um sich von unbekannten Aktivisten medizinisch versorgen zu lassen. An Miss Cranes Todesursache besteht kein Zweifel. Die arme Frau starb an Blutverlust, der Polizei zufolge durch eine große Halswunde verursacht wurde. Oh oh. Also wenn das jetzt nicht irgendwie mal noch andere Vampire auf den Plan ruft, dass die gegen uns agieren, weil wir uns hier durch die Stadt morden. Eine enorme Menge Blut austrat. Der makabre Vorfall bringt die aktuelle Lage in Whitechapel auf den Punkt. Die Bewohner des Bezirks sind Kriminelle, Räuber oder Verwahnsinnige, die auf den ersten Blick wie normale Bürger Londons wirken. Interessanterweise räumte kein Krankenhaus ein. Das Opfer beschäftigt zu haben. Aha. Die Apotheke wurde auf Anordnung der Londoner Gesundheitsbehörde umgehend geschlossen. Wie immer monieren die verweichlichten und liberalen Stimmen bereits, dass die Schließung der einzigen medizinischen Einrichtung vor Ort zwingend zu einem Anstieg der Sterberate führen und die Gesundheit der Menschen vor Ort gefährden wird. Doch kann man nicht anders als die Zeiten zu fürchten, in denen ihre Gewalt sich auf die ganze Stadt ausbreitet. Als zivilisierte Menschen haben wir die Pflicht, uns selbst, unsere Familien und auch unsere Mitmenschen zu beschützen. SLA. Wow. Also ausgesaugt. Kritisch. Also wenn wir ein bisschen hier heilen wieder machen, was hat Father Whittaker
Was hat der? Der hat Erschöpfung. Also, wir können ja mal gucken, dass das hier nicht so komplett erstmal ins Chaos versinkt. Können wir sagen, wir heilen die Christina Papa, die hat Blutvergiftung. Erschöpfung, also ich brauche einmal Blutvergiftung, ich brauche Erschöpfung. Erschöpfung zweimal, Blutarmut einmal, Migräne, Neuralgie kann ich nicht behandeln. Lungenentzündung kann ich behandeln. Und Bronchitis, also ich brauche Bronchitis, Lungenentzündung, Blutarmut, Erschöpfung und Blutvergiftung. Achso, ich erstmal nachgucken sollen, was kann ich jetzt machen. Wie sieht es denn beim Pembroke aus? Hier hat der liebe Clay Cox Blutarmut. Und der Oswald Thatcher. Aha. Okay. Ja, kann ich mich dann später darum kümmern. Gut. Das heißt dann quasi jetzt... Ich brauche einmal... Blutarmut habe ich, Blutvergiftung habe ich auch. Kopfschmerzen habe ich einmal. So, Behandlung gegen Migräne habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Super. Wir könnten eigentlich mal Waffen upgraden. Gewöhnliche Stachelkeule. Schock, der Schaden. Ich gehe auf Schaden. Zack. Machen wir auch direkt Stufe 2. Verbesserte Handhabung, was heißt das? Ausläufer sinkt zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Ja, das können wir machen. Obwohl, na, schade. Schocken macht's dazu, gut, okay. Hier können wir nicht, da fehlt uns Zeug für, okay. Abgenutzte Machete. Was ist eigentlich besser? Das hier macht mehr Schaden, ne? Ja. Das heißt, ich würde einmal, könnte ich das upgraden, ja? Der Schaden verursacht Schaden um 10% erhöht. Nehmt Blutblutung auf, wenn die Waffe trifft. Okay, brauchen wir nicht. Wir können jede Menge Zeug verwerten und dann gehen wir zu lieben Miss. Wie heißt sie? Lady Ashbury und berichten ihr. So. Erstatte Lady Ashbury Berichte. Gut, das werde ich tun. Und dann gucken wir da mal, was sie uns jetzt so erzählen kann. Wir sind jetzt Level 15. Wir haben sehr stark aufgerüstet. So. Mortimer Goswick, nein, brauche ich nicht. Milton Hooks, brauche ich auch nicht. Wer ist das hier? Dr. Cochran Tippets, warum kennen wir den nicht? Ich dachte, wir kennen den. Lady Ashbury, was tun Sie da? Oh! Interessant. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reid. I like a man who speaks his mind. Ja, jetzt sind sie eine Mörderin mit Mitgefühl verschleiert. Nur ihre Begierde. Er hat ihnen vertraut. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Also war der Vorwurf, war. Letztens sind wir Vampire. Ja, letztendlich sind wir Vampire, stimmt schon. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her? Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reid? I did what I thought was best, and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals' world, my young doctor.
and your actions have not induced me to offer you my support. Wow. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn wir sie am Leben gelassen hätten oder in Bann gezogen hätten, dass das Gespräch hier anders verlaufen wäre. Also wow. Über die werte Lady, über London, erstmal über mich. Ich bin ein Vampir. Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Also nach dem Motto quasi, oh, wir sind Ekons, wir sind was Besonderes, wir sind gehobene Vampire. Nee, zivilisierte Vampire. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but Bezweifle ich. are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Wie wird man Vampir schaffen? Also ich schätze mal, dass man Blut trinken muss, oder? Also wahrscheinlich. Weil sonst hätte ich ja die ganzen Vampir-Jäger und so weiter, die ich jetzt gebissen habe, schon längst verwandeln müssen. Also wahrscheinlich Blut trinken und dann sterben und dann wieder auferstehen und dann das Blut von den Menschen trinken. Das wäre jetzt die Vampire Diaries Methode. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Das sag ich Jonathan. doch also. Okay, sag ich doch genauso. Über London. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Und was? When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind.
You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Okay. Über sie, was haben wir da so? Wie alt sind sie? Das fragt man kein Mädchen, das fragt man keine Frau. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Was ich mich frage, wäre es dann nicht eigentlich theoretisch, wir können ja Ratten aussaugen. Könnte man nicht aber sagen, man kann ein Reh, ein Schwein, was auch immer, ein anderes Tier aussaugen? Quasi sich von dem Blut von Tieren ernähren? Würde das nicht theoretisch gesehen auch gehen, anstelle von Menschen dann? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Ja, das ist, ja, dieses klassische Sachen von wegen Vampire altern ja nicht. Und sie wurde halt mit 27 zum Vampir. Und das heißt, sie kann ja schon theoretisch gesehen Jahrhunderte alt sein. Also ich habe ja keine Ahnung, wie alt oder wer der erste Vampir hier war in diesem Universum. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. So lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. Gut, okay, Leute, ich würde sagen, diese Folge geht schon lang genug. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin. Ciao, Leute.